Leckeres Kalbsrahmgulasch. Servus und herzlich willkommen. Heute mache ich mit euch ein Kalbsrahmgulasch. Ja, Kalbsrahmgulasch ist ein ganz feines Fleisch, feines Gulasch, schmeckt sehr lecker. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch jetzt dabei. Für unser Kalbsrahmgulasch brauchen wir folgende Zutaten. Hier habe ich erst einmal einen Weißwein, dann brauchen wir Zwiebeln, dann habe ich ein bisschen Stärke zum Abbinden später, Tomatenmark, ein bisschen Cayennepfeffer, süßen Paprika, Salz, Pfeffer, Creme fraiche und Lorbeer. Und zudem braucht man noch ungefähr einen halben Liter Brühe, in meinem Fall Rinderbrühe. Und natürlich unser Fleisch. Ich habe mir hier beim türkischen Metzger einen Kalbshals geholt, der ist gar nicht so teuer. Ihr könnt aber auch Kalbsbrust nehmen oder ein Stück aus der Keule. Ihr seht, hier ist noch ein Stück Knochen dran. Den schneiden wir jetzt dann weg, putzen wir das Fleisch schön sauber und dann hole ich euch wieder dazu. Als erstes löse ich den Knochen hier aus. Den Knochen kann man sehr gut verwenden für einen Kalbsfond oder vielleicht sogar für den nächsten Braten eine kleine Soße ansetzen. Das Fett schneide ich einfach nur grob weg. Und dann kann man es auch schon würfeln. Nachdem das Fleisch jetzt geschnitten wurde, tue ich es erstmal salzen. Und hier noch ein kleiner Trick beim Zwiebelschneiden. Sollte man immer einen Schluck Bier trinken. Das hilft zwar nicht, aber es schmeckt gut. So, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich stelle eine Pfanne auf und gebe etwas Öl hinein. Die Pfanne ist schon heiß. Und darin brate ich jetzt das Fleisch an. So, einmal wenden. Schön von allen Seiten gleichmäßig anbraten. Dann gebe ich das Fleisch nun heraus. Und in das Öl gebe ich die Zwiebeln zurück. Diese nun kräftig anschwitzen. Nachdem die Zwiebeln jetzt etwas Farbe angenommen haben, gebe ich jetzt ungefähr einen Esslöffel Tomatenmark dazu und lasse das schön mit anrösten. So, langsam nimmt das Tomatenmark Farbe an. Jetzt können wir etwas mit Weißwein ablöschen. Der Weißwein ist einreduziert. Jetzt
gieße ich nochmal einen kleinen Schluck Weißwein auf. Und dann gebe ich ungefähr diese Menge von unserem Paprikapulver dazu. Jetzt müsst ihr etwas aufpassen, denn das Paprikapulver neigt dazu, sehr schnell zu verbrennen. Deshalb rate ich euch, den Wein griffbereit zu haben. So, wenn man merkt, es liegt hier unten am Boden an, dann gießt man nochmal etwas auf. Und das Ganze darf jetzt wieder einkochen. Hier kann man ganz gut erkennen, die Zwiebeln sind schön verkocht. Jetzt kommt das Fleisch zurück. Und ich gieße mit meiner Brühe auf. Das müsste jetzt circa ungefähr 1,5 Stunden kochen. Ich verkürze diese Zeit, indem ich es in meinen Schnellkochtopf gebe. Die Pfanne spüle ich nochmal kurz mit Wasser aus. Jetzt wie gehabt den Deckel drauf und nach eurer Anleitung im Schnellkochtopf circa eine halbe Stunde kochen lassen. Die halbe Stunde ist um. Jetzt schauen wir in den Topf. So, jetzt schauen wir mal, ob das Fleisch auch schön weich ist. Ich glaube, man kann es erkennen, es ist butterweich. So, am Schluss brauchen wir hier unsere Stärke. Die vermische ich jetzt mit dem Weißwein und rühre das glatt. Und das nehme ich dann zum Abbinden her, damit es schön sämig wird. So, einfach etwas nach und nach dazugeben, bis es die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Und in der Zwischenzeit kann man auch die Lorbeerblätter herausfischen. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, schmeckt schon ganz gut. Ich würze noch etwas nach mit Pfeffer und Salz, je nachdem, wie es euch schmeckt. Und ganz am Schluss kommen noch 2 Löffel von der Creme Fraiche dazu. Naja. Dann noch eine kleine Prise von dem Cayennepfeffer. Und fertig ist unser Kalbsrahmgulasch. Ich persönlich gebe immer noch einen kleinen Spritzer Zitronensaft dazu. Bei mir gibt es da Spätzle dazu heute. Es passen aber auch wunderbar Knödel, Semmelknödel, Kartoffeln oder was ihr halt als Lieblingsbeilage so mögt.
leckeres Kalbsrahmgulasch. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt wieder was gelernt von mir. Vielleicht macht es ja mal nach. Es ist echt lecker, es ist verdammt zart, Kalbfleisch. Ja, isst man halt nicht jeden Tag. Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Das Rezept steht wie immer da unten und ich hoffe, ihr hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder vielleicht abonniert sogar meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Also bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus.